Geht's da nach oben? Nein. Da nach links? Nein, da ist nix. Ah. Da unten ist es ist böse, ja? Ich probiere mal. Aha. Okay, aber das könnte ich doch auch so machen. Wenigstens den ersten. So. Geht. Cheat. Kann ich in der Mitte anfangen? Nein, kann ich nicht. Ah, lass mich. Moment. Aufheilen. Kommt ja bald ein neuer. Ha, ist lustig gemacht. Shit! Nicht nochmals von vorne. Ah, scheiße. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich da tun muss. Ah, Moment. Das ist auch gut. So, und so. Wunderbar. Nun gut, probieren wir es eben. Ah, so geht's natürlich nicht. Scheiße. Mensch, das ist schwierig. Könnt ihr mir glauben. Scheiße. Nein, das darf nicht wahr sein. Kann ich wieder? Scheiße. Na toll, ich habe genau eine Chance. Okay. Challenge accepted. Da muss was Gutes sein da hinten. Bin ich mir sicher. Kriegen wir hin. Ja, ja. Muss ja nur noch bis nach da hinten kommen, meine Seele wieder kriegen. Und dann ist das Ganze gebongt. So, da einer wieder nach links. Oder ging es auch nach rechts? Ich glaube, es ging ja auch nach rechts. Kann ich das andere Mal dann machen? So. Gut, hier sind wir wieder. Also, Konzentration. Schön ein bisschen abwarten und dann. Scheiße. Ich brauche das doch. Abwarten.
So, wie viel Geo habe ich? Ach, ich habe immer noch diese 2000, um Himmels Willen. Mal kurz nach da hinten gehen. Schauen, ob wir da wieder dürfen. Ja, dürfen wir. Aber viele Chancen haben wir nicht. Yes! Yes, 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 yes! A vessel! Nice! Das hat sich gelohnt. Wir haben ein volles. Hahaha! Cool. Gut. Da rechts gäbe es da auch noch was. Ups. Nö. Interessant. Schönes kleines Jump and Run. So, ich sollte mal irgendwann meine Sachen verkaufen gehen, nicht wahr? Mensch, das ist ja riesend lange hier. War das so ein großes Jump and Run, echt? Tatsächlich. Gut, gehen wir wieder nach unten. So, muss ich da durch, gell? Und dann so durch. Da kann ich nach unten. So, jetzt probiere ich das mal kurz hier, da nach rechts zu kommen. Hahaha! Wo muss ich eigentlich hin? Einfach mal nach unten, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht angebracht, hier durchzugehen. Oder doch? Probieren wir es mal. Da geht's nach rechts. Ist doch gut. Wo sind wir jetzt hier? Das ist wieder so eine Station. Und auch hier könnte man etwas einfügen, aber jetzt ist die Frage, will ich das hier einfügen oder beim anderen? Moment, wo würde dies hinführen? Dies würde zu den Ancient Basins führen. Dann würde das alles geöffnet werden. I like that idea because this one da oben, das ist ein bisschen kurz. Das brauche ich nicht mehr. Komm, machen wir. Bin ich gespannt. Zeig mal. Inspect. A door with an open slot. Insert the tram pass. Yes. Cool. Jetzt bin ich gespannt. Einmal kurz rüberdüsen. Da gibt es jetzt noch Musik. Schön. Rest. Map updated. Und jetzt ist das alles offen. Zeig mal. Ancient Basin ist alles offen. Ich weiß nicht, wie weit das führt. Das ist ja cool. Inspect. Press the glowing button. Yes. Cool. Nice. Da ging es noch weiter. Jetzt sind wir wo? Jetzt sind wir bei den Royal Waterways. Ziemlich weit gefahren. Schön. Und da ging es jetzt rein theoretisch weiter. Press the glowing button, yes. Jetzt kommen wir in ein neues Gebiet. I have no map for this. Ach du Scheiße. Weiter geht's nicht. Aber hier geht's raus. Exit. Wie sieht's hier aus? Zeig mal. Wo sind wir auf der großen Karte? Wie weit weg? Ah, es geht so. Nicht mal so weit weg. Aber wisst ihr was? Ich gehe nochmals kurz zurück und tue mal noch den letzten Raum da von links abgrasen. Jetzt wissen wir ja, dass wir da weiterkommen. Mensch! Ich dachte, ich mache heute etwas komplett anderes, aber wir sind wieder in einer völlig anderen Umgebung. So, bitte gerade nochmals. Press the glowing button. Das ist geil. Da müsste es rein theoretisch irgendwo noch einen zweiten Pass geben, ne, für das kleine da oben. Ist auch doof, wenn man das nicht macht. Wenn man das erst zu spät findet. Cool, jetzt da zurück und noch einmal nach unten gehen. Wäre natürlich nett, wenn man irgendwann
so ein bisschen diese Monster nicht mehr da durchlaufen müsste. Ich glaube, ich muss da nach oben. Genau. So, jetzt geht's hier noch nach unten. Genau. So, was haben wir denn hier? Keine Ahnung, wo wir sind, aber... Inspect. The corpse of a Gebiet. Komm, wir lesen mal kurz wieder ein bisschen rein, was da... Mensch, das ist jetzt Deep Nest, ne? Was wir da sonst noch so haben. Da, Mossy Vagabond. Haben wir den schon? Slow, fat and easily vanquished, common threads in those who forget their calling and forsake their duties. Haben wir da oben etwas Neues? Nö, das ist alles komplett abgegrast. Hier unten. Neue Dinge. Da, da. Der ist, glaube ich, mittlerweile... Nein. Keine Ahnung. Looks like another mushroom until you get close, then it pops out of the ground and starts scurrying around blindly. Very, very amusing. Here. The ogre. Are these hawking things beasts or are they mushrooms? I cut one in half and peered inside to find out, but could not find no answers in these soft, stinking insides. Husk Sentry. More skilled at combat than most bugs of Hello-Nest. They are nimble but lightly armored. Keep the pressure on them. Surprisingly quick-witted for a corpse. It will try to catch you if you leap over it and can chase you if you flee. Enjoyable to hunt, but beware them in packs. Okay, habe ich nicht gespürt. Lance Sentry. This devious foe will often keep its distance and try to pick you off with its thrown weapons. When it charges at you, leap up and strike it down. Das habe ich gemerkt, genau. Dann Husk Dandy. It seems the weakest, greediest members of Hello-Nest were also the ones who exerted the most influence. Truly a kingdom that was always destined for ruin. The fearful, cowardly nature of these Hello-Nest bugs persists even after death. It almost feels shameful to chase and cut them down. As these bugs became wealthier, they hunted less and consumed more, eventually taking on a grotesque shape not unlike overripe fruit. Ah, die da. Animated remains of a great sentry. The most elite of the city's guards. Wields a great nail and shell. Its powerful attacks cause heavy damage. Das habe ich gemerkt. The bellfly. Thin wings hide a highly volatile belly. Will give its own life to protect its territory. Haben wir auch gemerkt. Flip-flip. Pill-flip. Adaptability is an important survival... Adaptability is an important survival skill. If a problem seems insurmountable, try approaching it from a different angle. Ja, lustig. The blocksack. Easily tracked down if you have a sense of smell. If you find one of its eggs, I strongly suggest you do not eat it. Der hat's probiert. Dirt Carver. Swarming predator of the deep nest. Burrows through the ground and bursts out to surprise prey. Springy and vicious, these hunters will try to overwhelm you with numbers in the dark. Tight, twisting caverns they carve through the ground. Always be on your guard. Flying creature that fires out dirt carvers from its body when potential prey comes close. It's a carver hatcher. Gebiet. Giant burrower covered in thick shell plates. Tirelessly travels the tunnels of the deep nest. Monstrously strong, they shrug off any attacks you make on their thickly armored bodies. Luckily, if you simply avoid their path, they'll leave you alone. Corpse Creeper. Parasitic beast that controls the body of its host after the host's death. Das sind da diese spinnenähnlichen Bugs, die wir gesehen haben. Deepling. Infant of the deep nest. Scuttles about in the darkness, learning the layout of its home. The deep nest is a dangerous place to hunt, but rewarding. Keep an eye out for weaker creatures you can pick off and eat. Keep your strength up in the darkness. Deep Hunter. Crawls along walls and roofs, spitting burning venom at anything that passes by. They can be hard to spot as they flitter in and out of the darkness. Watch for the glowing eyes. Little Weaver. Mensch, wie viele sind jetzt das, die wir da neu kennengelernt haben? Little Weaver. Nimble spider that traverses its domain on thin strands of web. Often waits in ambush.
They can appear from the darkness at any moment. They seem to fly through the air, dancing on invisible strings as they silently stalk prey. Stalking devout, worshippers of Herath the beast, shields themselves with hard-plated foreclaws, then lash out suddenly to cut down prey. The Nosk mimics the shape of other creatures to lure prey in its lair. Ja, wissen wir. In the deepest darkness there are beasts who wear faces stolen from memories and pluck at the strings in your heart. Know yourself and stay strong. Shadow creeper, found only in deep dark places, has never been observed to eat or drink anything. This little creeper is weak and poses no threat, but something about it still unsettles me. The way it moves and the noises it makes are strange somehow. The lesser Morlek. If you try to keep your distance, it will spit sticky, burning globs of vile stomach juice. Move in quickly and strike decisively. Molurk. Ach, das sind die. Large immobile creature. Wildly spits venom when intruders pass by. Wo waren die? Haben wir die überhaupt gesehen? Waren wir da schon fertig? Weiß es nicht mehr. Brooding Morlek. I hear this beast cry. Das haben wir schon. Infected balloon. Single cell of infection. Has a simple mind and can float using internal gases. The infection creeping through the kingdom's dead veins. Does it have a mind? Does it produce a soul? It is truly alive? Is it? Und the broken vessel. Haben wir das schon? Das haben wir noch nicht besiegt, oder? Oder doch? Shattered corpse, reanimated by infected parasite. Doch, wir haben es besiegt. The shape of this creature. I have seen something like it before. More than once, perhaps. It looks a little like the box of Hello Nest, but not quite the same. Where did these empty little wanderers come from? Okay. Schön. Ah, erst jetzt konnten wir überhaupt das anschauen. Genau. Alles klar. Jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht kaputt gehe. Weil das wäre jetzt schade. Ja, super. Was ist hier rechts? Es geht hier wieder mal tief nach unten. Oh. Wir haben mal wieder sowas. Okay. Nun gut. Das heißt, da kommen wir nicht weiter. Na toll.